Was gab, Leute? Das ist Jay. Und das ist Arya. Und zusammen sind wir Legendary. Willkommen zu einer neuen Folge von Musik. Ihr kennt uns doch, wenn ihr einen Film schaut und es gibt eine eindeutige Story und ihr wisst ganz genau, so ist der Film abgelaufen und da ist auch nichts dran zu rütteln. Aber ihr habt falsch gedacht, Mann. Aber bei manchen Filmen ist das nicht ganz so eindeutig und die bieten dann Stoff für Verschwörungstheoretiker und was daraus folgt, sind komplett abgespacede Theorien, die doch einfach nicht stimmen könnten. Oder vielleicht doch? Deshalb stellen wir euch 3 verrückte Filmtheorien vor, die übertrieben verrückt sind. Vielleicht doch. Als erstes eine Filmtheorie zu dem Film Avatar. In dem Film Avatar arbeitet ja der an den Rollstuhl gebundene Zukunftssoldat Jake Sully mit dem Weltraummilitär zusammen und spionierte auf einem weit entfernten Planeten die Bewohner dieses Planeten, nämlich die Na'vi, aus, um im Gegenzug ein paar Beine verpasst zu bekommen. Und um das zu tun, wird sein Bewusstsein in einen genetisch gezüchteten Alien-Clone geschleust und ja, am Ende verliebt er sich dann in die Na'vi-Prinzessin und die haben komischen Weltraum-Koitus. Was? Und nachdem sich die beiden näher gekommen sind, wechselt Jake natürlich die Seiten, verteidigt die Na'vi und bekämpft die anderen Menschen und steht für Gerechtigkeit. Es gibt jedoch eine Theorie, die im Internet rumschwirrt, die besagt, dass Jake diese Entscheidung nicht aus freien Stücken getroffen hat. Denn als Jake und Prinzessin Neytiri sich entscheiden, sich dem Alien-Beischlaf hinzugeben, verbinden sie ihre komischen USB-Gehirnhaare mit dem sogenannten Baum der Stimmen. Dieser ist nur einer von vielen spirituellen Orten auf dem Planeten, mit dem man mit Awa kommunizieren kann, was man sich als große spirituelle Kraft bzw. riesiges neuronales Netzwerk des Planeten und allen sich darauf befindenden Kreaturen vorstellen kann. Komisch, denn vor dieser Zeremonie ist Jake durch und durch ein Mensch und gibt Infos an seine Militärchefs weiter und das, obwohl ihm bewusst ist, dass sie sich eigentlich nur die Mineralien des Planeten unter den Nagel reißen wollen. Aber nur wenige Stunden nachdem er sich mit dem Baum der Stimmen verlinkt, ist er plötzlich bereit, seine komplette Spezies zu verraten und sein Leben für die Na'vi aufs Spiel zu setzen. Fast schon so, als ob ihm während des Ablinks mit dem Baum der Stimmen eine heftige Gehirnwäsche unterzogen wurde. Aber nein, sowas ist doch nicht möglich. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob das irgendwie schon mal im Film vorkam. Wisst ihr noch die Stelle, an der Jake einen riesigen außerirdischen Drachenvogel besorgen muss? Diese Kreaturen können die Na'vi offensichtlich nicht leiden. Also ich meine so überhaupt nicht. Aber nachdem man es schafft, einen dieser Dinge dazu zu zwingen, sich via USB-H-Anschluss mit einem zu verbinden, gehorchen einem diese Vögel ohne Wenn und Aber und werden zu willenlosen Sklaven umgeformt. Und genau das soll halt auch mit Jake passiert sein, nur dass er eben die Gehirnwäsche von dieser Gottheit Awa bekommen hat. Digga. Digga. Und unsere zweite Filmtheorie ist zu dem Film Titanic. Der Film Titanic handelt ja bekanntlich von einer jungen Liebe an Bord eines der wohl bekanntesten Schiffe aller Zeiten. Es schwirrt jedoch eine Theorie zu diesem Film rum, die so crazy ist, dass es eigentlich gar nicht stimmen kann. Oder vielleicht doch? Denn der Theorie nach ist Jack eigentlich ein Zeitreisender, der nur in die Vergangenheit gereist ist, um Rose zu retten und den Untergang der Titanic zu sichern. Klingt komplett irre, ich weiß, aber das Ganze beruht auf ein paar sehr interessante Indizien. Als sich die beiden zum ersten Mal im Film offiziell kennenlernen, ist Rose gerade dabei, von der Titanic runterzuspringen und somit Selbstmord zu begehen. Jedoch rettet sie Jack im letzten Moment rechtzeitig und hält sie davon ab. Wäre jedoch Rose die Tochter einer der reichsten Familien an Bord, welche auch einen enormen Einfluss auf den Besitzer und den Kapitän des Schiffes hat, tatsächlich ins Wasser gesprungen, da kann man sich sogar eigentlich sicher sein, dass das Schiff Halt gemacht hätte, um eine Suchmannschaft nach ihr zu schicken, seien es auch nur für ein paar Stunden. Diese Zeitverzögerung hätte zur Folge, dass die Titanic in einem anderen Wetter unterwegs wäre und dass die Eisberge auch eine andere Anordnung hätten, was wiederum zur Folge hätte, dass die Titanic wahrscheinlich nicht mit einem Eisberg kollidiert wäre, heißt kein Untergang. Klingt ja alles schön und gut. Aber gibt es auch Beweise dafür, dass er aus der Zukunft kommt? Erstens, Jack hat am Anfang des Filmes absolut kein Geld aus dieser Epoche mit sich weshalb er sich auch die Eintrittskarten für die Reise erspielen muss. Zweitens, an einer Stelle des Filmes erwähnt Jack, dass er beim sogenannten Lake Wissota angeln gewesen ist. Das ist jedoch ein von Menschen künstlich erschaffener See, der 1917 angelegt wurde. Die Titanic sank aber bereits 1912, also 5 Jahre vorher. Drittens, sowohl Jacks Frisur als auch den Rucksack, den er trägt, passen nicht in diese Zeit. Erst 1930 wurden sie populär. Viertens, Jack sagt sogar an einer Stelle zu Rose, dass er mit ihr gerne mal Achterbahn fahren möchte. Und zwar im sogenannten Santa Monica Pier. Wurde aber Santa Monica Pier nicht erst im Jahre 1916 errichtet? Wenn man nun in Betracht zieht, dass der Regisseur James Cameron auch hinter Sci-Fi-Filmen wie Avatar oder Terminator steckt, da gibt es nämlich auch Zeitreisen. Dann ist das eine verflucht coole Theorie. Und als letztes haben wir eine Filmtheorie zu der Herr der Ringe. In der Herr der Ringe muss der kleine Hobbit Frodo einen bösartigen Ring von unendlicher Macht zerstören, indem er einen sehr, sehr langen Fußmarsch bis in die Tiefen Mordors hinlegt, um dort den Ring in einen Vulkan werfen zu können. Doch wer sich schon mal im Internet aufgehalten hat oder einfach mal selbst über die Story nachgedacht hat, dem ist wahrscheinlich ein großer Logikfehler des Films aufgefallen. Und zwar nämlich, dass Gandalf, einer der schlauesten Charaktere in diesem Film, aus irgendeinem Grund nicht darauf gekommen ist, dass
man in einer Welt, wo es riesige Adler gibt, man nicht einfach zu dem Berg hinfliegen könnte, statt den ganzen Weg zu laufen. Doch jetzt kommt's, es gibt nämlich die Theorie, dass Gandalf das eigentlich die ganze Zeit über vorhatte und er bloß verhindert wurde, bevor er das in die Tat umsetzen konnte. Nach den offiziellen Herr der Ringe-Infos leben diese Adler in der Nähe des sogenannten Nebelgebirges und nach der Theorie will Gandalf, nachdem er die Berge überquert hat, sich dort mit ihnen treffen. Hierbei ist das Problem, dass der einzige vernünftige Weg, um an diesen Bergen vorbeizukommen, durch die Minen von Moria führt, wo die Gefährten ja auf die riesige Feuerdomina aka den Balrog treffen und der mal eben Gandalf umlegt. Und da keiner der anderen diesen geheimen Plan kennt, geht die Reise ab diesem Punkt auch weiterhin zu Fuß weiter. Und nun der beste Teil dieser Theorie: kurz bevor Gandalf in die tiefsten Tiefen der Minen gerissen wird, verrät er tatsächlich, was er eigentlich vorhatte. Denn an der Stelle sagt er wortwörtlich, dass sie fliegen sollen. Fly, you fools. Also wenn diese Theorie stimmen sollte, dann tun mir die Vögel auf jeden Fall ziemlich leid, weil ich denke mal, die warten immer noch an den Bergen und starren auf ihre Armbanduhr und denken sich so, yo Gandalf, wo bist du, Digga? Jo, Digga, dein Instagram hat mir einfach verraten, dass du der König bei Game of Thrones bist. Warum wusste ich das nicht? Ja, dein Instagram hat mir auch verraten, dass du einfach Saltos bei Sonnenuntergang machst? Instagram verrät Sachen über uns? Zum Glück wissen die das nicht, dass wir einen Instagram-Account in der Videobeschreibung haben. Ja, weil sonst hätten wir echt ein Problem. Abonniert mal lieber einfach nur unseren Kanal, statt auf Instagram zu gehen oder so, ne? Damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Würde ich jetzt sagen, oder? Ja, ich Ansonsten, how to reason, oder? Peace. Ciao.